Servus Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal rund um das Thema Hero Quest und anderen Fanmade-Projekten. Ich bin der Markus, der Dungeon Master, und der liebe Giovanni aus Italien hat mir For the Quest eine Fanmade Hero Collection zugeschickt. Und da geht es einmal um den Kleriker und den Schöpfer. Und wir wollen uns zusammen mal die Box anschauen und natürlich die Karten und die Figuren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, meine Freunde, For the Quest, wem das noch nichts sagt, For the Quest hat schon mal eine Hero Collection rausgebracht, und zwar die des Waldläufers. Seht ihr hier im Hintergrund. Und die ist gut angekommen bei euch, und von daher hat man sich überlegt, mit dieser Fanmade Collection weiterzumachen. Und ja, hat wie gesagt jetzt den Kleriker und Schöpfer mit ins Boot gebracht sozusagen. Und genau, wir haben wieder einen standardisierten Aufbau, so nenne ich es mal, nah an einer Original-Hero Collection von Avalon Hill. Wir haben hier diese Banderole drum und natürlich entsprechend die Bezeichnung ähnlich einer Original-Hero Collection von Avalon Hill bzw. Hasbro. Ja, For the Quest Hero Collection, das Zeitalter der Zwerge, Dogma und Wissen. Ja, dann haben wir hier natürlich einen schönen Zwerg auf dem Schild. Und die Seiten, da ist das Logo in Grau gehalten. Hier auch wieder das Zeitalter der Zwerge, Dogma und Wissen. Hier könnt ihr den QR-Code scannen und euch entsprechend mit For the Quest in Verbindung setzen. Ja, und unten, beziehungsweise auf der Rückseite der Box, sehen wir hier auch nochmal einen Text, den lese ich euch auch gerne nochmal vor. For the Quest, das Zeitalter der Zwerge, Dogma und Wissen. Zwei neue Zwergenhelden, der Kleriker und der Schöpfer. Der eine vertraut auf die Lehre des Glaubens, der andere auf Wissen. Zwei abenteuerlustige Helden, bereit, gegen die Macht der Finsternis zu kämpfen. Ja, und beinhalten tut die Hero Collection 2 Miniaturen, ist klar, bei 2 Helden, 10 Spielkarten und Storykarten. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal rein. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Als erstes die Banderole ab. Da steht auch noch mal was. Die unterirdischen Städte der Zwerge werden belagert. Kämpfe, um die Welt zu retten. Ansonsten haben wir dann nichts mehr drauf. Ein bisschen hier im Autofokus noch scharf stellen. Ja, also haben sie sich auf jeden Fall wieder sehr viel Mühe gegeben bei dieser Hero Collection. Anders kann man das nicht sagen. Das ist schon echt erstklassige Qualität, stabiler Karton. Echt super. So, dann haben wir am Anfang einen Brief über Dogma und Wissen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Text gerne durchlesen. Pausiert dazu das Video. Kennt man ja auch aus anderen Hero Collection, dass immer ein Brief oder sowas Ähnliches mit dabei liegt. Und dann haben wir hier zum einen Karten vom Schöpfer und Kleriker. Gehen wir gleich mal durch. So wie auch hier. Okay. Gut, dann schauen wir uns doch mal als erstes die beiden Karten für den Schöpfer und den Kleriker an. Kleriker 2264 und Schöpfer 2255. Kleriker 2 rote Würfel, Startwaffe ist die Stachelkeule, Startrüstung keine. Und beim Schöpfer ist die Startwaffe Spitz, Hacke, Hammer. Und die Startrüstung auch keine. Können wir ja gerade mal gucken. Spitz, Hacke, Hammer. Dieser hier. Dieser Spitzhackenhammer ist die perfekte Waffe für einen Schöpfer. Er kann sowohl zum Bauen als auch zum Kämpfen verwendet werden. Mit ihm kannst du mit 2 Kampfwürfeln angreifen. Er kann nicht vom Zauberer verwendet werden. Und die Stachelkeule ist dann in diesem Falle wohl hier die dornige Keule.
Diese dornige Keule ist ein Geschenk deiner Gemeinde. Sie wurde über Generationen weitergegeben und kann nur vom Kleriker verwendet werden. Sie ermöglicht es dir, mit 2 Kampfwürfeln anzugreifen. Wenn sie verloren geht oder gestohlen wird, kannst du gegen eine Spende von 150 Goldmünzen einfach eine neue anfordern. Das ist doch schon mal schön. So, schauen wir uns auch nochmal die Rückseiten an von Kleriker. Du bist der Kleriker, ein mächtiger Asket, der mystische Künste beherrscht. Du kannst jede Art von Rüstung tragen, aber im Gegensatz zu anderen Zwergen kannst du keine Fallen entschärfen. Deine Spiritualität erlaubt es dir nicht, Klingenwaffen wie Schwerter, Äxte, Bögen und Armbrüste zu benutzen. Also doch schon einige Einschränkungen hier beim Kleriker und beim Schöpfer. Du bist der Schöpfer, ein Handwerker, der sich mit Alchemie und Technik auskennt. Du trägst keine Metallrüstung und kannst wie alle Zwerge Fallen entschärfen. Aufgrund deines umfangreichen Wissens benötigst du kein Reagenzien-Set, um deine Tränke zu brauen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Gerade in Verbindung mit Dämon des Schreckens, da wisst ihr ja, dass da auch nicht alle Tränke entsprechend brauen können. Gut, dann hätten wir die beiden Karten schon mal abgehandelt. Schauen wir uns kurz noch die anderen Karten an. Wir haben zum einen Zaubertränke herstellen. Schöpferfähigkeit. Ich gucke gerade mal auf die Rückseiten. Oh ja, okay. Also wir haben 3 Schöpferfähigkeiten. Auch ein sehr schönes Artwork. Wir haben einmal Falle herstellen. Vielleicht gehe ich da noch ein bisschen näher ran, dann seht ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Den Autofokus noch ran. Gut, wenn nicht, müsst ihr euch selbst noch mal ein bisschen größer ziehen. Dann haben wir eine Runenkraft einflößen und zu guter Schluss, natürlich, wie soll es auch anders sein, Zaubertränke herstellen. Das waren die Schöpferfähigkeiten und zum anderen haben wir dann den Klerikerzauber. Auch sehr schön gestaltet. Er ist ja ein bisschen eingeschränkt, das haben wir ja gerade gesehen, was die Waffen und so weiter angeht. Deswegen haben wir hier auch ein bisschen mehr an Klerikerfähigkeiten zunächst jetzt einfach mal. Klerikerzauber, Entschuldigung. Segen. Dann haben wir hier einen Fluch. Spiritueller Schild. Wunden heilen. Untote vertreiben. Und zum Schluss geistige Flamme. Ich würde sagen, damit kann man schon mal gut gerüstet auf jeden Fall ins Feld ziehen und gegen Sargon kämpfen. Dann haben wir noch einmal hier so eine For the Quest Fanmade Stuff Karte. Auf der einen Seite habt ihr hier einen QR-Code, wo ihr mit den Giovanni und Co. auf jeden Fall in Verbindung treten könnt. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal einen QR-Code für eine Herausforderung für die Zwerge zum Herunterladen. Also das würdet ihr dann noch on top bekommen. Okay, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns als nächstes die Figuren an. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleriker an. Da hinten ist auch noch was ein bisschen. Ich will es jetzt nicht rausziehen, aber das scheint auch noch bedruckt zu sein, die Seiten hier. Mal gucken, vielleicht nehme ich es nochmal ganz auseinander. So, hier haben wir den Kleriker mit der Stachelkeule. Hier noch ein Schild in der Hand. Obwohl keine Startrüstung vorhanden ist, laut Dings, also laut Karte, aber gut. Eine sehr schöne Figur, schön detailliert, gefällt mir, auch stabil. Kann man bestimmt gut anmalen. Und lässt sich wahrscheinlich auch gut spielen. Ich habe schon gesehen, über Söhne Mentors gab es ja eine Sammelbestellung.
Da wird sicherlich der ein oder andere von euch schon die beiden bei sich zu Hause haben. Und dann würde ich sagen, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie sich denn die beiden Charaktere, die neuen Helden, spielen lassen. Jetzt haben wir hier noch den Schöpfer mit seinem Spitzhackenhammer. Auch sehr schön. Man sieht hier schön die Tränke an seinem Gürtel und die Rauchbombe oder was das sein soll. Das muss ich gerade mal schauen. Was hat er da gehabt? Falle herstellen. Ah ja, das soll Bezug zur Falle herstellen sein. Seht ihr, hier baut er sie gerade. Ja, sehr schön. Gestalt, sehr schön gemacht. Der Kleriker und der Schöpfer, wie gesagt, mit den jeweiligen Karten dabei. Beim Kleriker natürlich mit jede Menge Zauber und natürlich noch die Fanmade-Karte mit dabei, wo auf der Rückseite nochmal ein QR-Code abgedruckt ist für ein Zwergenquest, und das wurde bereits von den Söhnen Mentors auch auf Deutsch übersetzt. Ja, das soll es erstmal zum Inhalt gewesen sein, und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende des Videos. Gut, meine Freunde, For the Quest, das Zeitalter der Zwerge, Dogma und Wissen. Ihr habt es gerade gesehen, Schöpfer und Kleriker sind mit an Bord bei dieser Hero Collection. Und ich muss sagen, die Qualität ist wieder überragend gut. Und ja, ich denke mal, die Box wird bestimmt bei dem einen oder anderen Anklang finden. Kostenlos gibt es das Ganze natürlich nicht. In der Regel sind hier 35 € fällig. Das ist natürlich auch ein stolzer Preis, wobei man natürlich auch sagen muss, die Abnahmemengen kann man natürlich jetzt nicht mit Hasbro und Avalon Hill vergleichen. Und ob jemand das ausgeben möchte, das muss man schlussendlich natürlich selbst wissen. Es gibt noch dieses Zwergenquest mit dabei. Ich habe gerade mal reingeschaut. Es sind 5 Herausforderungen, also auch nicht gerade eine kleine Herausforderung, ja, oder Erweiterung besser gesagt. Und da kann man, denke ich mal, auch noch mal ein bisschen Zeit mit verbringen und ist in diesem Paket mit dabei. Wie gesagt, auch auf Deutsch. Ja, ansonsten, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung nochmal den Kanal von For the Quest sowie auch von den Söhnen Mentors. Es sollte eventuell im Mai eine zweite Bestellrunde geben. Ob das zustande kommt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Da ist der Carsten meistens der beste Ansprechpartner. Der ist dann mit dem Giovanni doch sehr viel im Kontakt. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare und ich versuche die dann entsprechend zu beantworten. Gut, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben in Richtung der Nordlande da. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo hier da lassen würdet. Und ja, aktiviert die Glocke. Genau, das wollte ich noch sagen. Ist schon spät heute. Gut, also aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich mit mehr Infos zu neuen Erweiterungen, neuen News von Avalon Hill bezüglich HeroQuest. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.